Hallo und willkommen in meiner Landhausküche. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich mal wieder ein Brot für euch. Es ist ein ganz tolles und saftiges Joghurtbrot mit Dinkelmehl. Und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! In meiner Schüssel habe ich lauwarmes Wasser, 300 Milliliter. Jetzt füge ich noch die frische Hefe hinzu. Das ist ein Viertelwürfel, das sind 10 bis 10,5 Gramm. Um die Hefe zu aktivieren, füge ich jetzt noch 1 Teelöffel Honig hinzu und vermische das Ganze. Um die beste Wirkung der Hefe zu bekommen, sollte man diese vollständig in Wasser auflösen, so dass keine Stückchen mehr zu sehen sind. Und dann lässt man diese Hefemischung ungefähr eine Viertelstunde stehen. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu, 12 bis 14 Gramm Salz. Ich hatte 12, aber 14 sind besser, das war mir dann doch ein bisschen zu wenig. Dann noch die beiden Mehlsorten und 300 Gramm Joghurt. Ich hatte 2 Becher, 150 Gramm. Und ich hatte griechischen Joghurt mit 10% Fett. Ich finde, das ist der beste Joghurt und er macht meiner Meinung nach das Brot noch saftiger. Die Zutaten zu einem Teig verkneten und 3 Stunden gehen lassen. Meine Küchenmaschine lief insgesamt 8 Minuten auf Stufe 2. Man sieht ja auch schon, der Teig ist super aufgegangen und kann jetzt verarbeitet werden. Ich gebe ihn auf meine gut bemehlte Arbeitsfläche und dehne und falte ihn einmal. Parallel heize ich den Backofen auch schon vor. Entweder auf 230 Grad Ober- und Unterhitze oder auf 210 Grad Umluft. Und dabei heize ich einen ofenfesten Topf samt Deckel mit auf. Meiner ist aus Gusseisen und er sollte auch ganz heiß sein. Den Teigling dann mit der Naht nach unten auf die Arbeitsfläche legen und mit den Händen nochmal nach unten straffen. Ihr könnt dabei die Hände wie ich mit etwas Mehl einreiben und den Teigling nochmal mit etwas Mehl bestäuben. So, und jetzt nur noch die Topfhandschuhe anziehen und den Topf aus dem Backofen holen. Und bitte wirklich aufpassen, er ist super heiß und wenn er aus Gusseisen ist, dann sowieso. Eins sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, ich muss bei meinem Topf kein Backpapier verwenden. Wenn ihr euch nicht sicher seid, backt einfach mit Backpapier, es ist auf jeden Fall besser, als wenn das Brot anbackt. Dann könnte man den Teigling nochmal mit einem scharfen Messer einritzen, entweder gleich auf der Arbeitsfläche oder später, wenn er im Topf ist, oder auch einfach so lassen, wie er ist. Dann einmal den Deckel aufsetzen und den Topf in den Ofen geben und das Brot wird dann 35 Minuten mit Deckel und 10 Minuten ohne Deckel gebacken. Und so schaut es dann aus, wenn es fertig gebacken ist. Und wenn man draufklopft, dann klingt es auch hohl. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Brot fertig ist. Zwei Dinge wollte ich noch loswerden und zwar könnt ihr auch ganz gerne helles Weizenmehl verwenden. Dann solltet ihr aber 250 Milliliter Wasser nehmen und ihr könnt natürlich auch mit Trockenhefe backen und bei Trockenhefe sind es 3,5 bis 4 Gramm, also ein halbes Päckchen. So, und hier könnt ihr nochmal sehen, dass es wirklich sehr gut geworden ist. Und als ich es angeschnitten habe, war es noch lauwarm. Also ich hätte noch ein bisschen warten sollen, aber wenn man keine Geduld hat, dann passiert das schon mal. Meine Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!